Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und heute geht es um dieses Thema. Kamado-kun, Nezuko-chan, Rengok-san, Inumaki-senpai. Auf diese Art hört man oft in der japanischen Sprache, dass hinter den Namen so Suffixe kommen. Aber was bedeuten sie überhaupt? Das erfahrt ihr jetzt. Das Suffix chan. Das ist eine Verniedlichungsform und wird bei Kleinkindern geschlechtsunabhängig eingesetzt, aber viel häufiger bei Mädchen und weniger für Ältere. Wird das bei Erwachsenen benutzt, ist das meistens schon ein Teil des Spitznamens, wie zum Beispiel Katchan. Diesen Spitznamen hat er auch seit der Kindheit. Diese Verniedlichungsform wird auch als Anrede der Brüder, Geschwister benutzt, also Oni-chan oder One-chan. Wenn man damit aufwächst, bleibt man auch bei der Bezeichnung. Für solche Fälle benutzt man auch Chan. In der Promi-Welt kommt auch oft vor, dass ältere Leute mit relativ hoher Position dann andere Leute mit Chan ansprechen, wie zum Beispiel Kato-chan. Aber das ist eher ein Sonderfall. Kun. Das wird für jüngere männliche Personen benutzt oder auch für gleichaltrige männliche Personen in freundschaftlicher Beziehung. San, das ist ein Suffix der Safety-Variante. Das wird auch geschlechtsunabhängig genutzt, meistens für casualige Gespräche. Sama, das ist eine sehr höfliche Form, die häufig im Geschäftsleben eingesetzt wird oder auch wenn jemand eine Person respektiert. Unabhängig von solcher Beziehung wird das auch beim Brief eingesetzt. Wenn man zum Beispiel jemanden anschreibt, Sama, das heißt dann so viel wie sehr geehrte, sehr geehrter Herr, Frau. Dono. Für öffentliche Dokumente oder geschäftliches Anschreiben wird dieses Suffix eingesetzt. Nur schriftlich. Mündlich wird es nie eingesetzt. Mündlich sagt man eher Sama. Shi. Auch das wird nur schriftlich eingesetzt. Das ist ein Suffix, das eingesetzt wird, um jemanden vorzustellen, unabhängig vom Rang oder von der Position. Zum Beispiel Kato-shi. Ist aber nicht so höflich wie Sama. Tang. Das ist ein Suffix, das auch zur Verniedlichungsform gehört. Wird meistens für Personen eingesetzt, die mit Moe betrachtet wird. Moe ist ein Slang entstanden in der Popkulturszene, der halt ein spezielles Gefühl, eine besondere Art der Zuneigung zum Ausdruck bringt. So ein bisschen vergleichbar, wie wenn ihr zum Beispiel ein ultra süßes Kätzchen oder ein Eichhörnchen so vorstellt. Aber jedenfalls für solche Ziele werden dann Tan eingesetzt. Allerdings wird das nur im Internet benutzt. Also weder richtig offiziell schriftlich noch im Gespräch. Eine ähnliche Variante von Tan wäre Tasso. Der Einsatzbereich ist gleich. Und warum heißt das Tasso? Ja, hat eine Ähnlichkeit zu Ta. Das Katakana-Zeichen ist ähnlich wie So. Ist eine Variation. In die ähnliche Richtung geht auch das Suffix Kyun. Das ist sozusagen die Verniedlichungsform von Kun. Ist auch quasi ein Otaku-Wort, wird nur im Internet benutzt und nicht offline. Fujin, ein spezielles Suffix für verheiratete Frauen. Der Mann muss allerdings gesellschaftlich hohe Position haben. Kyo, Lord, Fürst. Joshi, ein Suffix für Frauen mit hoher gesellschaftlicher Position. Das wird allerdings vom Jahr zu Jahr weniger eingesetzt. Senpai. Das ist ein Suffix, das nur für Senpai eingesetzt wird. Ach. Und was ist ein Senpai? Das ist ein ziemlich spezieller japanischer Begriff. Unter Senpai versteht man Leute aus höherem Jahrgang oder Leute aus den Organisationen, die erfahrener sind. Angenommen, ich gehe in eine Kampfkunstschule, ich fange neu an, bin ein Newbie. Und da sind Leute, die 2, 3, 4, 5, 10 Jahre lernen und die sind alle mein Senpai. In solchen Fällen kann auch ein Senpai jünger sein als ich. Hauptsache, die Person ist erfahrener. Dieses Wort Senpai kann auch als Suffix eingesetzt werden, wie zum Beispiel Tachibana Senpai. In diesem Fall ist diese Person Tachibana
erfahrener als ich oder ist aus dem höheren Jahrgang. Wenn aus dem Kontext klar ist, wer gemeint ist, kann man auch diese Person nur mit Senpai ansprechen. Sensei. Das funktioniert ähnlich wie Senpai und bedeutet Lehrer, zumindest in der Schule. Das wird auch als Suffix eingesetzt und wird nach dem Namen hinzugefügt. Also wie zum Beispiel Ichinose Sensei. Dann ist das Herr oder Frau Ichinose. Nur der Begriff Sensei ist auch ein bisschen tricky und wird auch nicht nur für Lehrer eingesetzt. Also das Wort Sensei schreibt man mit Saki und Umareru. Also eigentlich wörtlich früher geboren worden, sprich älter, gleich dann erfahrener, kann dann jemandem was beibringen. So der Grundgedanke und wird aus diesem Grund nicht nur für Lehrer benutzt, sondern für Doktor, Rechtsanwälte, Steuerberater, Politiker, Manga-Zeichner, Künstler, Musiker und so weiter eingesetzt. Also Leute mit Fachwissen oder speziellen Erfahrungen. Hime, Prinzessin. Kaguya Hime wäre dann Prinzessin Kaguya. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, zeigen einige Suffixe schon die Position der Personen. Also Hime, Sensei, Senpai. Und es gibt auch zum Beispiel sowas wie Taicho für Kommandant. So, das waren die häufigsten Suffixe, die in der japanischen Gesellschaft, Animes, Manga, Filme, Drama, Games und so weiter vorkommen. Ich hoffe, einige davon waren neu und ihr konntet was lernen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen und so weiter, schreibt in das untere Kommentarfeld hinein. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.